O Jerusalem, Ort der Sehnsucht. Wir lieben ja im Deutschen dieses Lied: „In deinen Toren kann ich stehen, du freie Stadt Jerusalem“, das es fast zur israelischen Nationalhymne geschafft hätte. „In deinen Toren kann ich atmen, erwacht mein Lied.“ Jerusalem aus Gold heißt es. 2020 gab es diesen Welthit „Jerusalemmer“ und alle Welt hat dazu getanzt aus Südafrika. Und Johnny Cash, der Große, hat dem ganzen heiligen Land ein eigenes Album gewidmet. Nur die Heilige Schrift ist noch sehnsüchtiger nach Jerusalem als diese alle. Herrliches sagt man von dir, du Stadt und Brust Gottes. Ja, über Zion wird man sagen, ein jeder ist in ihr geboren. Das ist vielleicht nicht gerade das beste Jahr, um vom schönsten Pilgerziel überhaupt zu sprechen, nämlich von Jerusalem. Der Krieg hat das Land fest im Griff und aus Europa kommt dieser Tage kaum eine Gruppe hinunter, außer die großen Pilgergruppen aus der Ukraine, die sind so ohnehin an den Krieg gewöhnt, und erstaunlicherweise aus Nigeria, denn der Staat bezahlt jedem nigerischen Staatsbürger eine Reise pro Leben nach Mekka und den Christen eine Pilgerreise nach Jerusalem. Hi, ich bin Don Phil, Priester der Gemeinschaft St. Martin und Teil vom Team von adfontes.org. Wir laden euch ein. Besucht unsere Seite ad-fontes.org, schaut euch alle anderen Videos dieses Kanals an, liked sie, liked dieses Video und abonniert den Kanal und helft uns damit, diesem Kanal zu ein bisschen Bekanntschaft zu verhelfen, denn wir wollen gute Bücher unter die Leute bringen, denn wir glauben daran, dass gute Bücher helfen, im Glauben zu wachsen. Über Zion wird man sagen, ein jeder ist in ihr geboren. Wenn ihr schon zurzeit nicht nach Jerusalem pilgern könnt, so könnt ihr es dennoch kennen oder lieben lernen oder noch besser, die Pilgerreise fürs nächste Jahr vorbereiten. Wie am besten? Hier kommt endlich Bargil Pixner ins Spiel, um den es hier geht. Ich möchte 3 Bücher zugleich vorstellen, die alle 3 alleine oder zusammen funktionieren können. Zum einen mit Jesus durch Galiläa, dann mit Jesus in Jerusalem und zuletzt die Wege des Messias. Hier. Mit Jesus durch Galiläa und mit Jesus in Jerusalem sind sehr handliche Pilgerbücher, die man sich gut einfach in den Rucksack stecken kann. Die Wege des Messias ist eine Sammlung von Fachartikeln, etwas sperriger, aber immer noch für jedermann lesbar. Verlegerisch, ehrlich gesagt, sind die Bücher eine Katastrophe, denn alle verschiedenen Übersetzungen, die es gibt, sind in einem kleinen israelischen Verlag erschienen, der seine Bücher in Deutschland kaum auf den Markt bekommt und in Amerika auch nicht schlecht. Wie kann man die Bücher kaufen? Durchwühlt Amazon oder viel besser, schickt jemanden in Jerusalem zur Domitio-Abtei und lasst es euch mitbringen. Die deutschen Mönche dort haben die Schubladen immer voll mit Pixner-Büchern. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Bagel Pixner war der Prior der Domitio-Abtei in Jerusalem. Er hatte als Missionar einer anderen Ordensgemeinschaft begonnen, hatte für diese Jahrzehnte auf den Philippinen gewirkt und ist schließlich in Jerusalem Mönch und Archäologe geworden. Bei der Einreise hat man aus seinem Vornamen Virgil einen Bargil gemacht, Sohn der Freude, und dabei hat es belassen. Was macht seine wenigen Bücher so genial? Pixner macht eine Mischung aus der Archäologie des Heiligen Landes, aus Kirchengeschichte und aus der Heiligen Schrift. Ich habe viel Zeit damit verbracht, einen weiteren Autoren zu finden, der ähnlich gut in die Stätten Jesu einführt. Fehlanzeige. Bargil Pixner bleibt das Maß aller Dinge für die, die über Jerusalem und die heiligen Orte Jesus besser kennenlernen wollen. Es gab in den 80er Jahren und später in der christlichen Israel-Forschung eine gewisse Fixierung auf die berühmten Essener, die mit der Entdeckung der Qumran-Rollen am Toten Meer zusammenhing. Und auch bei Pixner spielen sie natürlich eine große Rolle. Man ist heute davon ein Stück weit zurückgekommen, aber ich glaube, dass die Essener-Geschichte Pixner keinen Abbruch tut, sondern eher noch eine Bereicherung ist. 2 Beispiele einfach aus dem Buch. Weitere werden in späteren Videos folgen. Erstens Nazareth und die Nazoräer. Jesus wird im Evangelium benannt als der aus Nazareth oder als der Nazoräer. Beides hat denselben Ursprung, nämlich das Wort Netzer aus einer Jesaja-Prophezeiung. Aus dem Stumpf des Jesse wächst ein Spross empor, also ein Nachfolger im Haus Davids. Wir singen das ja gerne zu Weihnachten in Deutschland. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die alten Sungen von Jesse kam die Art. Netzer ist der Spross. Alle von den Nachkommen Davids wussten, aus unserer Familie wird dieser Spross kommen. Als die Juden aus dem Exil in Babylon zurückkehrten, lebten die Daviditen, also die Söhne Davids, natürlich zusammen, gründeten ihre eigenen Dörfer sowie Nazareth. Sprossdorf, wenn man so will, besiedelt von lauter Nazoräern, also von Sprossleuten. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Evangelisten so genaue Vorfahrenlisten von Jesus haben. In Nazareth wird man wohl die Genealogie besonders gepflegt haben, um die Nachkommenschaft von David zu beweisen, meint jedenfalls Pixner. Matthäus und Lukas brauchten diese Listen nur einfach einzusammeln.
Ein zweiter Punkt von Pixner, der Kreuzweg. Wer Jerusalem bereits bepilgert hat, hat sicher den Kreuzweg mitgemacht, den die Franziskaner jeden Freitag um 15 Uhr leiten, in der muslimischen Schule beginnend, durch den Zug hindurch und über den Hinterhof der Grabeskirche hinein auf Golgotha und in das eigentliche Grab Christi. Dieser Kreuzweg beginnt am Ort der damaligen Festung Antonia. Von hier aus überwachten die Römer von der Nordseite her den jüdischen Tempel. Bagel Pixner bringt vor, dass Pilatus sich aber wahrscheinlich in einer anderen Festung aufgehalten hat. Eine weitere bestand an der Davids-Zitadelle Nummer 2, heute am Jaffa Gate, und eine dritte weiter südlich im heutigen jüdischen Viertel. Einige einleuchtende Gründe, warum Pilatus Christus wahrscheinlich in der dritten südlichen Festung zum Kreuz verurteilt hat. Nur ein einziges Argument davon, das mir sehr einleuchtet, ist die alte Tradition der Hagia Sophia. So hieß natürlich zum einen die grandiose Kathedrale von Konstantinopel, aber so hieß auch die heute untergegangene Kirche am Ort des ehemaligen dritten Palastes, Hagia Sophia, Heilige Weisheit nannte man diese Kirche, weil hier Jesus, also die Weisheit Gottes, vor dem anmaßenden Richter Pilatus schwieg. Soweit nur 2 kleine Beispiele aus den vielen Themen von Bagel Pixner. Wir sehen uns auf der Homepage ad-fontes.org und vor allem nächstes Jahr in Jerusalem. Ciao.